Einer der Hauptkritikpunkte der Eierindustrie ist, wie die Industrie mit männlichen Küken umgeht. Männliche Küken legen keine Eier und da sie die falsche Rasse sind, wachsen sie nicht schnell genug, um für Eier aufgezogen zu werden. Deshalb bestand die Lösung der Branche bisher darin, sie lebendig zu zermahlen oder auf andere Weise zu töten. Wissenschaftler haben nun eine Methode entwickelt, um das Geschlecht der Küken vor dem Schlüpfen festzustellen. Sie nennen dies die Select-Methode. Diese Methode verwendet einen Laser, um ein kleines Loch in die 9 Tage alten Eier zu brennen, und misst die Probe auf ihr Geschlecht. Die männlichen Eier werden zur Herstellung von Tierfutter verwendet. Das ist sozusagen eine Form der Abtreibung. Nun, da das ethische Problem des Kükenschredders gelöst werden kann, zumindest wenn man mit Abtreibung einverstanden ist es jetzt moralisch vertretbar, Eier zu essen? Leider hilft die Geschlechtsbestimmung der Eier den weiblichen Küken überhaupt nicht. Man bedenke dies: Der Hauptvorfahre des Haushuhns, das Bankiva-Huhn, legt nur etwa 10 bis 15 Eier pro Jahr und das für Fortpflanzungszwecke. Wir haben Hühner gezüchtet, 200 bis 300 Eier pro Jahr zu legen. Wo es nicht genau dasselbe ist das Eierlegen der Hühner in vielerlei Hinsicht vergleichbar mit dem Menstruationszyklus einer Frau. Vor allem dadurch, dass es sehr belastend für den Körper ist. Wir beuten sozusagen das Fortpflanzungssystem einer anderen Spezies aus für Eier. Das Legen so vieler Eier hat seinen Preis, denn es eine Vielzahl von Nährstoffen benötigt, wie zum Beispiel Calcium, was wiederum zu Problemen wie Osteoporose in den Hühnern führen kann. Auf Laiensprache bedeutet dies schwache Knochen, die leicht brechen können. Ein weiteres Problem, das auftreten kann, ist die sogenannte Eibindung. Das ist, wenn ein Ei im Eileiter stecken bleibt und kann potenziell tödlich enden. Respekteier können in Bodenhaltung produziert werden. Hier leben bis zu 9 Hühner pro Quadratmeter. Die Hühner haben keinen Zugang nach draußen. Sie leben außerdem in ihren eigenen Exkrementen, was alle Arten von Krankheiten verursachen kann. Die etwas glücklicheren Hühner werden unter Freilandhaltungsbedingungen gehalten. Drinnen sehen die Scheunen ziemlich genauso aus wie in der Bodenhaltung. Den Hühnern steht gesetzlich jedoch Zugang zu 4 Quadratmeter Außenfläche zu. In der Realität wird jedoch nur ein kleiner Prozentsatz dieser Außenfläche benutzt. Einer der Gründe dafür ist, dass die Hühner sich aus Angst vor Greifvögeln einfach nicht trauen, zu weit nach draußen zu gehen, da sie sich nirgendwo verstecken können, wie man auf dieser Freilandhaltungsfarm sehen kann. Hühner haben Hierarchien und einige der Alpha-Tiere können die Ausgänge für weniger dominante Vögel blockieren. Dies kombiniert mit der Tatsache, dass die Scheunen Tausende von Vögeln beherbergen können, bedeutet oft, dass eine beachtliche Anzahl der Tiere überhaupt nicht nach draußen gelangt. Aber selbst wenn wir all diese Probleme mit den höchsten vorstellbaren Biostandards lösen könnten, bleibt das größte Problem immer noch bestehen. Jedes einzelne Huhn wird zum Schlachten geschickt, sobald ihre Eierproduktion nachlässt. Legehennen werden im Alter von ca. 2 Jahren geschlachtet. Wenn man sie leben lässt, können Hühner 8 bis 10 Jahre alt werden. Das ist bestenfalls ein Viertel ihrer natürlichen Lebensspanne. Würdet ihr gerne mit Anfang 20 geschlachtet werden? Hühner in der Eierindustrie sind unnatürliche Tiere, deren Existenz zwangsläufig Leid bedeutet. Die Schuld liegt einzig und allein beim Menschen, dass wir die Tiere zu diesem Punkt gezüchtet haben. In Eiern ist nichts Gesundes zu finden, das nicht auch in einer pflanzlich basierten Ernährung gefunden werden kann. Können wir die Verfahren dieser Branche wirklich rechtfertigen?